Glück auf und Howdy aus Austin in Texas und in der Mittagspause des André A. Ja, wie kommt man denn in den USA an Kunden überhaupt, wenn man hier neu startet? Darum geht es in diesem sensationellen Video. Viel Spaß dabei. Die 8er Miles in Texas, der Weg war nicht leicht. Doch jetzt stehen sie hier unter dem weiten Himmel, unendlich und weit. Von der Kohle zum Staub, vom Bergwerk zum Wind, Texas ist jetzt hier zu Hause, wo der neue Traum beginnt. Das Hauptproblem ist ja, wie komme ich an neue Kunden? Und da gibt es ja mehrere Strategien, die man hier fahren kann in den USA. Und ich versuche dieses Video mal so zu machen, dass es allgemeingültig ist. Ja? Also ich weiß, jede Branche, jede Industrie hat natürlich andere Voraussetzungen, andere Herangehensweisen, wenn es um den Vertrieb geht oder die Neukundenakquise. Aber so ein paar grundlegende Sachen kann man, glaube ich, tatsächlich verallgemeinern und das auf alle Branchen und Industrien stülpen. Es gibt so ein paar kulturelle Unterschiede zwischen den Deutschen und den Amerikanern, den US-Amerikanern. Das sollte jedem klar sein hier, und Vertrieb wie in Deutschland funktioniert hier nicht so, und da muss man einfach ein paar Dinge beachten, und da versuche ich mal ein bisschen Aufklärung zu geben, denn auch ich bin da ja durchgegangen und auch ich habe echt lange gebraucht, bis ich hier mal den ersten Neukunden akquiriert habe. Was nicht daran lag, dass es hier keinen Markt gibt oder sowas, sondern weil ich einfach zu dämlich war, zu erkennen, wie die Amerikaner hier Vertrieb machen und wie man denn hier auch Deals schließt. Aber eins nach dem anderen. Zuerst einmal möchte ich euch auf eine Riesengefahr hinweisen. Den Fehler solltet ihr auf gar keinen Fall machen, denn den haben viele gemacht, mit denen ich hier gesprochen habe. Auch ich mag mich nicht ganz frei davon sprechen. Ich habe tatsächlich auch ein paar Ansätze falsch gemacht hier am Anfang. Nichts ist perfekt. Also, wenn ihr hier neu seid in den USA und ihr wollt hier ein Business starten mit E2 oder was auch immer, dann gibt es ja bei vielen von euch so die Idee, ja, das ist doch ganz einfach, ich bin hier in den USA, aber ich kann ja meine deutschen Kunden, wenn ihr schon in Deutschland natürlich selbstständig wart, weiter bedienen. Das ist super, dann habe ich ja hier in den USA ein Einkommen und kann da mit diesem Cashflow hier das Business aufbauen. Und da muss ich euch sagen, meine Erfahrung ist eine etwas andere. Denn wenn ihr einmal hier seid in den USA, ist es sehr schwer, die Kunden in Deutschland zu bedienen. Also kommt natürlich auf euer Business an. Ne? Aber in der Regel ist das so. Ne? Wir haben hier Zeitverschiebung. Ne? Also irgendwas zwischen 6, 5 und 7, 8, 9, 10, 11, 12 Stunden Unterschied gibt es hier nach Deutschland, und da ist es schon mal schwierig, am Tagesgeschehen der Deutschen teilzuhaben. Das heißt, irgendwann wird sich das ein wenig auslaufen, und auch die Deutschen werden sich natürlich Gedanken machen. Jetzt ist der Typ da oder die Typin in den USA. Können wir uns denn weiterhin auf die verlassen? Machen die auch ihren Service oder was auch immer ihr da macht weiter für uns? So, das heißt, die Erfahrung zeigt eigentlich, dass auch die deutschen Auftraggeber versuchen, nach Möglichkeiten Alternativen zu finden, wenn ihr das Land verlasst. Das ist gar nicht böse gemeint, aber würde ich auch tun. Ne? Also wenn mir einer sagt, hör mal, ich habe hier einen total wichtigen Service, den ich für dich erbringe, ne? Und ich bin total zufrieden mit unserer Beziehung. Aber wenn du in den USA bist, dann weiß ich nicht, wie lange du uns hier noch bedienen kannst. Das heißt, ich würde ja auch anfangen zu gucken, irgendwie, okay, was gibt es denn für Alternativen für den Fall, dass der irgendwann nicht mehr will oder dass es nicht mehr ganz so klappt. Das muss euch klar sein. Also, mein Tipp hier an dieser Stelle ist auf jeden Fall, fangt sofort an, amerikanische Kunden zu akquirieren und verlasst euch nicht auf eure deutschen alten Stammkunden, wenn ihr in Deutschland selbstständig wart. Das geht mit Sicherheit in die Hose, mit Sicherheit. Also ich kann ganz viele negative Beispiele nennen, wo das leider so eingetroffen ist. Und dann hat man so einen Zuchtzwang hier, amerikanische Kunden aufzubauen. Und das geht leider nicht von heute auf morgen. Und ihr wisst, die Cash-Burn-Rate hier in den USA, die ist extrem hoch. Das heißt, ihr kriegt einen Riesendruck, Neukunden zu akquirieren, damit der Cashflow weiterfließt, und das könnt ihr euch eigentlich sparen. Ne? Also wenn ihr von vornherein hier die Devise habt, ich gehe hier in die USA und ich akquiriere US-amerikanische Kunden, ist das sicherlich die beste Strategie. So, und wie geht das? Ich weiß es auch nicht, ehrlich gesagt. Ich habe da kein Patentrezept. Ich plaudere einfach mal so ein bisschen, wie ich das so gemacht habe und was so meine Erfahrung ist hier. Hierbei, ich muss mal eben den Ton ausstellen, denn nicht, dass hier gleich Alarm ist. Also,
ich habe so meine eigene Erfahrung gemacht und das war auch eine schmerzhafte Erfahrung, denn ich habe es mir ehrlich gesagt auch einfach vorgestellt. Also das Mindset war immer, hey, das ist der größte Business-Spielplatz der Welt, da werde ich ja wohl irgendwie an Kunden hier kommen. Aber irgendwie an Kunden kommen ist ja nun auch keine Strategie. Ne? Darum lass uns mal ganz vorne anfangen. Also der grundlegende Unterschied zwischen Amerikanern, also US-amerikanischem Markt und dem deutschen Markt ist einfach, wenn ihr über den Vertrieb, weil Neukundenakquise ist nun mal Vertrieb, nutzt nichts, redet, dann haben die Deutschen im Kopf so, das ist so der Staubsaugervertreter. Bei den Deutschen ist Vertrieb nicht so angesehen, ist so ein bisschen nach Betteln, ne? Irgendwie Fuß in die Türe bekommen, Kaltakquise ist verpönt in Deutschland. Warum, kann ich euch ehrlich gesagt nicht sagen. Denn jede Firma, die ihr kennt, wird sicherlich Vertrieb machen. Und wenn es nur Vertrieb ist bei Bestandskunden, um neue Aufträge zu generieren, aber Vertrieb gehört zum Geschäft. Und wenn ihr keinen Vertrieb habt, habt ihr kein Geschäft. Und wenn ihr kein Geschäft habt, habt ihr kein E2 hier. So einfach ist das. Also, das ist der grundlegende Unterschied. Die Amerikaner sehen das völlig anders. Also Vertrieb ist hier sehr, sehr hoch angesehen. Und ihr könnt, wenn ihr hier eine Vertriebsdienstleistung anbietet, mit Sicherheit auch sehr, sehr viel Geld verdienen. Denn es ist gesellschaftlich anerkannt und der Verkäufer an sich, der hat hier ein ganz anderes Standing als in Deutschland. Aber es geht ja darum, wie komme ich denn jetzt an Kunden? Also, es ist ja nun mal so, dass Vertrieb mit sehr viel Arbeit verbunden ist. Und macht euch da mal keine Hoffnung, dass ihr irgendeine AI aufsetzt, die dann E-Mails raushaut. Das funktioniert hier auch schon lange nicht mehr. Genauso wenig wie die telefonische Kaltakquise einfach Nummern durchwählen. Das funktioniert nur, wenn ihr wirklich ein Geschäft habt, wo ihr Masse braucht. Also wo ihr auch Datensätze habt, weiß ich nicht, 100.000 Datensätze und ihr telefoniert am Tag, keine Ahnung, so und so viel Nummern ab und hofft auf den Lucky Punch, weil mehr ist es eigentlich nicht. Ne? Also auch die ganzen AI-Tools, die es da gibt, die ja eigentlich keine AI-Tools sind, sondern es sind einfach Lead-Generation-Tools mit AI angereichert. Aber das ist ein anderes Thema. So, das funktioniert hier nicht mehr so gut. Ne? Also auch die großen E-Mail-Anbieter, Microsoft und Google und sowas, die haben da ganz schöne Riegel vorgeschoben, dass man dieses Massen-E-Mailing unterlässt. Und darum ist es hier in den USA extrem, dass man auf Vertrauen und Nachhaltigkeit mittlerweile wieder setzt. Also diese ganzen Schnellschüsse, die euch die Online-Gurus da irgendwie vormachen mit, yeah, hier kommen, weiß nicht, $100 im Monat und jeden Tag ein Neukunden, das ist einfach auch bescheuert. Das, lasst euch nicht darauf ein. Also Vertrieb ist Arbeit hier, das ist das grundlegende Prinzip und das ist eine Arbeit, die ist ein Fulltime-Job. Darum ist meine Devise immer, wenn ich neue Mitarbeiter hier nochmal einstellen würde, wären die ersten immer Vertriebler. Und das mache ich auf jeden Fall wieder, denn ohne Vertrieb habt ihr keinen Umsatz. So, was wollte ich sagen? Genau, meine Tochter ist gerade reingekommen, ich war ein bisschen abgelenkt. Also, das bedeutet hier, Vertrauen aufbauen ist extrem wichtig und da gibt es so ein paar auch kulturelle Unterschiede zwischen Deutschland und den USA. Ja, es ist zum Beispiel so, weißt du, wenn ihr so die Kommunikation mal vergleicht, also wie ihr mit deutschen Geschäftspartnern oder Neukunden oder Prospects umgeht, dann ist das in Deutschland sehr viel sachlicher, sehr viel direkter und sehr viel faktenorientierter. Ja? Der Deutsche ist sehr faktenorientiert. Das ist in den USA ein bisschen anders. Ne? Also wenn man hier kommuniziert, dann ist das sehr viel freundlicher. Man ist sehr viel enthusiastischer. Man ist sehr viel nutzenorientierter. Ja, also man lässt die Fakten mal außen vor, zumindest am Beginn, und versucht so ein persönliches Verhältnis aufzubauen. So, und dazu zählt natürlich die Selbstvermarktung. Das heißt, ihr müsst hier lernen, euch selbst zu vermarkten. Und das ist auch nicht schäbig und auch irgendwie völlig daneben, sondern das macht hier jeder. Jeder vermarktet sich hier selber, denn ihr seid erstmal das erste Produkt. So, und wenn die Selbstvermarktung funktioniert, dann könnt ihr auch gerne was verkaufen hinterher. Ne? Das heißt, der Deutsche ist ja oft so ein bisschen so zurückhaltend, ne? Oder bescheiden. Ne? Man traut sich nicht so richtig, ne? Sich hier so zu präsentieren. Man will ja nicht angeben. Das ist hier ganz anders. Also angeben ist hier durchaus angesagt und ihr müsst hier wirklich selbstbewusst auftreten und das müsst ihr lernen. Also wenn ihr ein introvertierter Typ seid, dann rate ich euch,
Leistet euch einen Vertriebler, der extrovertiert ist, denn das kommt hier immer noch sehr gut an. So, dann wollte ich noch ein bisschen auf die Beziehung zu den Kunden eingehen. Also das ist auch extrem anders hier als im Vergleich zu Deutschland. Ne? Also die Beziehung zu Kunden ist in Deutschland, also wenn er nicht sich über Jahre aufbaut, aber wir reden ja von der Neukundenakquise, die ist sehr formell und distanziert. Ne? Du bist halt der Kunde und ich bin der Dienstleister oder der Produzent oder was auch immer. So, aber wir werden nie Freunde. Ne? Also ich würde jetzt in einem Erstgespräch in Deutschland nicht sofort irgendwie auf eine persönliche Ebene gehen, sondern hat ja auch was mit Respekt zu tun. Vielleicht in Deutschland ist das eine Form von Respekt, dass man halt sehr formell und sehr distanziert mit dem Gegenüber redet. Das ist hier ein bisschen anders, ne? Also hier ist man ja grundsätzlich erstmal beim Du, ne? Also man redet automatisch immer mit dem First Name an. Ich frage auch gar nicht hier in Calls. Ne? Also ich habe jetzt gerade einen Call gehabt mit einem CEO von so einem Healthcare-Anbieter, der ist ein Target für einen Kunden, ne? So, und der hat auch 250 Mitarbeiter. So in Deutschland würde man sagen, oh, der Herr, ne? Oder was auch immer. Hier ist das so, ne, da war der Matt. Ne? So, das interessiert auch keinen. Also du redest hier auf jeden Fall immer sofort mit dem Vornamen an. Das schafft natürlich schon so ein bisschen Nähe, aber ihr müsst natürlich aufpassen, das ist natürlich nur eine gespielte Nähe. Ne? Also ihr müsst trotzdem respektvoll und vielleicht anders distanziert mit dem umgehen. Ja? Also lasst euch nicht dazu verleiten, nur weil ihr den duzt und der dich auch mit deinem Vornamen anspricht, dass das alles hier super ist und wir zusammen ein Bier trinken können. Das ist nicht so. Ne? Ist halt eine andere Form des Umgangs. Ne? Also hier zählt auf jeden Fall viel mehr die persönliche Note. So, das ist wichtig, diese persönliche Note. Die muss rein in die Vertriebsgespräche hier. Ja, und dann geht es natürlich darum, und das ist extrem hier, Vertrauen aufzubauen. So, und Vertrauen wird in Deutschland meist aufgebaut durch Fakten, ja, dass man sagt, hey, wir haben dieses und jenes Projekt hier gemacht und das war erfolgreich, weil wir haben dadurch so und so viel Geld eingespart. Also das kommt hier natürlich auch super an, ne? Aber hier ist eher so das Vertrauen aufbauen durch Sympathie. Also mir hat mal der liebe Anwalt, der uns hier begleitet hat, ganz am Anfang etwas ganz Wichtiges gesagt und da hat er immer noch mit Recht. Es dauert hier einfach länger, eine Geschäftsbeziehung aufzubauen als in Deutschland, also eine nachhaltige. Klar, du kannst hier schnelles Geld machen, ne? Aber ich rede jetzt hier wirklich von guten Geschäftsbeziehungen, wo auch wirklich viel Geld fließt. So, und das funktioniert immer so, dass man geht zusammen mal ein Steak essen, man trifft sich auf einen Café, man quasselt über die Familie, man lernt sich erst ein bisschen näher kennen, bevor man überhaupt zum Geschäft kommt. Ja? Also das ist tatsächlich so. Smalltalk hier ist hier nicht nur gang und gäbe, ist hier ein Pflichtprogramm. Also ich glaube, es schreckt Amerikaner sehr schnell ab, wenn man im Gespräch ist, sich noch nicht kennt und sagt, ja, mein Name ist André, wir machen hier M&A on the buy side, lass mal über das Geschäft reden. Das kommt gar nicht gut an. Also die Amerikaner sind sehr darauf bedacht, Vertrauen aufzubauen durch Sympathie. Das habe ich den Eindruck, ist in Deutschland ein bisschen anders. In Deutschland ist halt alles sehr viel hart, direkt und faktenbasiert. Das Gute ist, ihr könnt aber damit spielen. Wisst ihr, wenn ihr Sympathiepunkte sammeln wollt, ne, oder dann sagt ihr, hey Leute, ich bin Deutscher, ne, ich komme mal direkt zum Punkt, weil ich darf das, ich bin Deutscher. Das finde ich lustig. Also dann ist das eine Humornote, ja, aber es ist trotzdem anders hier. Also, was ist das Fazit? Das Fazit ist, es läuft einfach anders hier. Ihr müsst ein bisschen mehr Geduld haben mit Vertrieb, ihr müsst Sympathie aufbauen, ihr müsst ein bisschen extrovertiert sein und ihr müsst euch selbst vermarkten können und dann funktioniert das auch und es dauert wirklich, wirklich lange. Also bis ich meinen ersten Kunden hatte, war bestimmt 8, 9 Monate hier ohne Kunden, wo wir nur in der Akquise waren. Klar, jetzt habe ich ein anderes Business als vielleicht einige andere von euch, aber das ist einfach so und Smalltalk ist immer Teil der Akquise. Also wenn ihr jetzt nicht so der Quasseltyp seid, also ich bin da zum Beispiel so einer beim Friseur. Wie komme ich jetzt da drauf? Ist egal. Also beim Friseur meinen ja die Friseurinnen immer, sie müssen dabei quasseln und mir ihre Lebensgeschichte erzählen oder sie fangen an so, ja, irgendwelche Pläne fürs Wochenende, da habe ich gar keinen Bock drauf. Ne? Also weißt du, ich will immer nur einfach, echt, schneid mir doch die Haare. Weißt du, dann sind wir auch alle schneller fertig und ich komme schneller wieder raus. Ne? Aber das ist einfach eine Form der Höflichkeit hier. Mittlerweile erzähle ich dann auch, was so am Wochenende anliegt, weil auch da baut sich so ein bisschen Vertrauen auf. Und vielleicht schneidet sie mir dann doch nicht ins Ohr. Ja, das dazu. Ich kriege mal eben einen kleinen Moment hier. Jesus Christ. Okay. Ich muss mich ein bisschen beeilen, weil ich tatsächlich in 10 Minuten einen Call habe. Vertrieb.
Da waren wir stehen geblieben. Okay, dann haben wir folgendes Problem hier. Es gibt hier in den USA ganz viele Kanäle, wo ich denn überhaupt meine Kunden treffen kann. Jetzt ist das Problem aber in den USA, dass es halt ein sehr großes Land ist. So, und es gibt jetzt mehrere Strategien. Also die erste Strategie ist ja, ihr bleibt jetzt, sagen wir mal, in Austin in der Stadt und wollt nur lokale Unternehmer oder Unternehmen akquirieren, also wenn ihr B2B-Business macht, nicht Consumer, ne? Dann gibt es ja natürlich mehr Channel, als wenn man jetzt sagt, okay, USA-weit akquiriere ich jetzt Kunden, das kostet viel mehr Geld, das muss euch bewusst sein, denn USA-weit Kunden zu akquirieren bedeutet, aufgrund der Tatsache, was ich davor erzählt habe, dass man Vertrauen aufbaut hier und viel Smalltalk macht und so ein bisschen persönliche Verbindung aufhat. Ihr müsst euch schon mal in so ein Flugzeug setzen und in eine andere Stadt fliegen und da vielleicht Leute treffen und da vielleicht an Events teilnehmen oder was auch immer. Und das kostet einfach Geld. Das muss euch klar sein. Das ist anders als in Deutschland, wo ich mich ins Auto setze und von Essen nach Hamburg in 3 Stunden brettern kann und da mal vielleicht ein Abendessen habe und wieder zurückfahren kann. Das ist hier ein bisschen schwierig, also gerade auch in Texas, ne? Wir sind ja in Austin und 3 Stunden bist du vielleicht in Dallas, bist du vielleicht in Houston und dann war es das. Ne? Wenn ich aber einen Prospect habe, der jetzt in New York sitzt oder in Los Angeles, da kann ich mich nicht mal eben ins Auto setzen, da muss ich in den Flieger steigen und das kostet einfach Geld. So, und dann müsst ihr einfach für euch entscheiden, lohnt sich das oder auch nicht. So, wenn ihr aber lokal hier anfangen wollt, dann rate ich euch, geht auf jeden Fall auf Netzwerkevents. Wisst ihr, in Deutschland ist ja Netzwerken so, ja, ist jetzt nicht so eine Nummer wie hier. Ne? Also in Deutschland kenne ich es so, da hat man so Netzwerkveranstaltungen gehabt. Da ging es zum Beispiel, eine, kann ich mich daran erinnern, hieß dann Reden mit Essen. Ne? Also Reden mit Essen war ein Format in Essen, ich weiß gar nicht, ob es immer noch gibt. Das ist so ein bisschen so auf elitär getrimmt, ne? Man brauchte eine Einladung da und dann hat man einen coolen Gastredner gehabt und dann war die Vorstellung, dass man da Netzwerken auf einem anderen Level machen kann. So, das ist aber nicht das Netzwerken, was die hier meinen. Ja? Also das ist eher so ein Treff gewesen in Essen, wo man untereinander war, aber wo man jetzt auch nicht wirklich Geschäft gemacht hat. Das ist hier anders. Also Netzwerken läuft ja hier so ab. Ihr geht dahin, jeder ist immer willkommen und ihr braucht euch auch keinen Anzug anziehen oder was auch immer, ist auch nicht angesagt, gerade bei 32 Grad. Aber das läuft immer so, das Netzwerkevent hat irgendein Thema. Ne? Also ich war jetzt, weiß nicht, gestern war ich auf einem Event, das hieß ETA Gruppe Austin, also Entrepreneurship Through Acquisition in Austin. So, da gibt es hunderte Gruppen von. Und ihr geht einfach dahin und kriegt dann meist so ein Badge hier, schreibt euren Namen da drauf und geht dann von Person zu Person. So, und es wird jetzt nicht erwartet, dass ihr mit dieser Person 10 Minuten am Stück redet oder nur bei dieser Person bleibt, weil ihr die so cool findet, sondern dann ist die Person, die wird euch das nie sagen, aber die wird dann irgendwann sagen, so, oh, ich muss mal auf Toilette oder ich habe Hunger und dann geht die auf Toilette oder geht sich eine Pizza holen, kommt aber nicht wieder. Denn das Netzwerkprinzip hier in den USA ist, ich will möglichst viele Kontakte, möglichst kurz, mit möglichst viel Inhalt kennenlernen. Und darum ist es so, ihr müsst auf jeden Fall so einen Pitch im Kopf haben. So, hey, mein Name ist, ich mache das und das und wir sind gut in dem und dem. So, Punkt, Ende. Und dann versucht ihr, die gleichen Informationen von dem zu bekommen und versucht dann für euch einzuordnen, okay, kann der mir helfen oder nicht. Es geht gar nicht darum, dass ihr dem jetzt ein Produkt oder eine Dienstleistung andrehen wollt, sondern beim Netzwerken hier geht es darum, ob der vielleicht jemanden kennt, für den eure eure Dienstleistung oder Produkt in Frage kommt, dass der euch connectet. Das bedeutet hier Netzwerken und das ist eher so wie Speeddating, habe ich den Eindruck, aber das ist auch egal wo, ne? Also selbst in gehobener Atmosphäre geht das genau so. Immer so 5 bis 10 Minuten austauschen, zack, zum nächsten. So, und dann werden tatsächlich auch Business Cards verteilt, also ihr solltet auf jeden Fall auch immer noch Papier-Business Cards dabei haben. Und natürlich, wenn ihr ein LinkedIn-Profil habt, dann kann man mit der App, LinkedIn-App, gibt es einen QR-Code, kann man den hinzufügen. Ich habe gelernt, das macht nicht so viel Sinn, denn ich habe mittlerweile sehr, sehr viele Kontakte auf LinkedIn und ich vergesse einfach, wen ich wo kennengelernt habe. Das heißt, irgendwie, ich habe einen kleinen Trick gelernt von meinem alten Vertriebler aus Deutschland. Der hat sich immer die Visitenkarte genommen und hat hinten drauf geschrieben, an welchen Filmschauspieler der sich denn erinnert, damit man so ein Gesicht hat. Ne? Also weil er nicht irgendwie, das ist der Horst X, erinnert mich an Telly Savalas Kojak oder was auch immer. Das funktioniert eigentlich ganz gut, das ist jetzt
mein Ding. Ansonsten immer Visitenkarten dabei haben, verteilen, die melden sich auch in der Regel danach. Und das ist das ganze Geheimnis. Ne? Also ihr werdet hier mit Sicherheit keinen Deal oder Kunden oder wenig, ist ja verallgemeinert, ist ja immer doof, ne? Aber es wird Sicherheit wenig Leute geben, die auf Anhieb bei euch kaufen. Vielmehr liegt die Magie hier in den USA in den Follow-ups. So, wenn ihr also nur einmal eine E-Mail hinschreibt oder ihn versucht, immer auf LinkedIn anzupingen und danach kommt nichts mehr, kann ich euch versprechen, ist die Ausbeute gering. Das gleiche bei Netzwerkevents. Ne? Also wenn ihr euch da bei einem Netzwerkevent jemanden geschnappt habt, wo ihr sagt, boah, den finde ich gut, mit dem muss ich auf jeden Fall, oder der kennt jemanden oder ihr könnt sogar was an den verkaufen, und ihr tauscht die Visitenkarte aus und ihr hakt danach nicht nach, dann ist das eigentlich verschenkte Liebesmühe. Ne? Also Follow-up ist hier die Magie, erwartet auch jeder. Ne? Ich glaube, die fühlen sich auch angepieselt, wenn man kein Follow-up macht. Das ist so ein bisschen wie irgendwie, ja, war ich ihm dann doch nicht genug wert, ne, dass der sich gar nicht mehr meldet bei mir. Also das ist ein bisschen anders hier. Löst das jetzt euer Problem, wie man jetzt an Neukunden kommt? Ich weiß es nicht. Ich kann ja immer nur Hinweise geben. Ne? Also grundsätzlich, was ihr hier machen müsst, ihr seid immer freundlich. Immer freundlich, ihr lächelt immer. Alles ist immer optimistisch. Niemals pessimistisch. Die US-Amerikaner lieben gute Vibrations und lieben gute Stimmung. Ja, jetzt irgendwie boah ja, Wetter war gestern nicht so gut, sowas, nee, sowas gibt es nicht hier. Also immer alles gut, alles optimistisch ausdrücken. Selbst wenn es pessimistisch ist, wird es optimistisch ausgedrückt. Ihr müsst immer so sein, dass ihr immer lösungsorientiert seid. Ja, also die Amerikaner, die lieben es nicht von Problemen zu hören, sondern die wollen gerne, dass man lösungsorientiert ist. Damit habt ihr auf jeden Fall schon mal einen Pluspunkt. Es ist einfach so, ihr müsst auch einfach bleiben. Also der Deutsche, der neigt ja immer dazu, sich in seinen Fachtermini zu verwirren, so ein bisschen Behördensprache. Alter, ich kriege auch die Krise, da mache ich auch noch mal ein Video zu. Ne? Ich habe ja immer noch ein paar Kunden, wo wir in Deutschland versuchen, Unternehmen zu akquirieren. Ne? Und selbst die einfachste Sekretärin, ne, die antwortet in einem Behördendeutsch. Ich denke so, Alter, habt ihr das gelernt auf der Steno-Schule oder was? Also das ist hier überhaupt nicht angesagt. Also immer kurz und knappig, freundlich antworten. Keine Fachtermini, einfach halten, keine ellenlangen E-Mails schreiben hier, das kommt überhaupt nicht gut an. Denn der Amerikaner, der ist total versessen darauf, kein Time-Wasting zu betreiben. Ja? Also es gibt für den nichts Schlimmeres, als seine Zeit zu verschwenden. Und darum haltet euch knuckig, haltet euch kurz und haltet euch vor allen Dingen weg von Fachtermini. Ihr könnt gerne angeben, dass ihr Ahnung habt mit anderen Fakten, aber nicht in irgendwelchen E-Mails oder Gesprächen. Ja, das weiß ich nicht, ob es euch neue Kunden bringt, aber vielleicht gibt es ja wenigstens ein paar Denkanstöße. Es gibt schon Unterschiede zwischen der amerikanischen Kultur und der europäischen Kultur, der deutschen Kultur. Es ist alles viel lockerer, viel einfacher, aber im Endeffekt ist es trotzdem hart. Und das ist, glaube ich, das, was viele so ein bisschen verstört, dass man halt so einen lockeren Umgangston hat, aber im Endeffekt zählt der Deal. So, und dahin zu kommen, ist halt wirklich harte Arbeit hier. Auch wenn die Atmosphäre vielleicht ein bisschen freundlicher ist, ein bisschen luftiger ist, ein bisschen relaxter ist, aber es ist trotzdem hart, hier eine Unterschrift zu kriegen. Also berechnet das mit ein in euren Businessplan und macht euch wirklich einen Vertriebsplan. Und wenn ihr euch nicht traut, Vertrieb zu machen, dann kann ich euch nur raten, macht euch nicht selbstständig. So leid mir das tut. Jeder, der selbstständig ist, der muss vertreiben können. Und wenn er nur sich selbst vertreibt, und wenn alle Stricke reißen, dann holt euch halt einen Profi, stellt einen Vertriebler ein. So, das ist das Wort zum Mittwoch. In diesem Sinne, bleiben Sie dran. Es bleibt spannend. Ciao.